In seinen 30 Dienstjahren beim Landeskriminalamt Wiesbaden hat er zur Aufklärung von rund 500 Tötungsdelikten und 4000 Sexualstraftaten beigetragen. Dr. Harald Schneider ist DNA-Experte. Er hatte sich zur Lebensaufgabe gemacht, auch jahrzehntealte Fälle zu lösen. Man denkt, dass da Schicksale hinterstecken, ja, dass es da Menschen gibt, die Angehörige verloren haben, auf eine ganz grausame Art und Weise. Und die hoffen halt immer wieder, dass diese Straftaten noch aufgeklärt werden. Sie glauben gar nicht, wie oft ich Anrufe von Angehörigen kriege, die dann auch mal aktiv auch hier vorstellig werden und sagen, können Sie den Fall nicht noch mal angucken, vielleicht gibt es doch noch irgendwas. Sabine Steffen, eine junge Studentin, ermordet am 26. September 1989. Es ist bundesweit der erste sogenannte Altfall, der 11 Jahre nach der Tat aufgeklärt wurde. Ein Rückblick. Am Vormittag will die 20-Jährige zur Zeichenakademie in Hanau, nimmt eine Abkürzung durch den Park. Ein verhängnisvoller Fehler, denn hier trifft sie auf ihren Mörder, der sie vergewaltigt und erschlägt. Die Fahnder von damals hatten viele Tatortfotos gemacht. Und schon damals wusste man: Es musste jemand sein, der Ortskenntnis hatte, und es musste jemand sein, der über gewisse Körperkräfte verfügte. Der Sabine ist damals ein 25 Kilogramm schwerer Sandsteinblock auf den Kopf geschlagen worden. Und uns war schon vollkommen klar, dass es um einen relativ kräftigen, auch großen Mann handeln musste. Dennoch bleibt der Fall zunächst unaufgeklärt. Wird kalt ein Cold Case. Bei allen ungelösten Kapitalverbrechen werden Beweismittel und Tatortfundstücke in der Asservatenkammer sichergestellt. Auch die Kleidung von Sabine Steffen. Und hier könnte der Täter seine DNA hinterlassen haben. Mein größter Feind im Rahmen der Spurensicherung ist eigentlich, dass die DNA-Spuren gar nicht erst gesichert werden. Das ist der größte Feind. Dann als nächstes natürlich Feuchtigkeit. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man diese Spurenträger sorgsam behandelt. Sie müssen halt kühl und trocken gelagert werden. Dann sind DNA-Spuren theoretisch unbegrenzt haltbar. Der Ermittler hat Glück. An der Kleidung des Opfers gibt es großflächig gut erhaltene Spermaspuren. Hieraus kann die DNA des Täters bestimmt werden. Die damals Verdächtigen werden erneut überprüft. Das war eine relativ überschaubare Anzahl, knapp 200 Personen ungefähr. Und eine Person, die Spur 135, das war eine ganz interessante Spur. Wir nennen diese Person dann auch Spuren. Diese Spur wollte keine Speichelprobe abgeben. Die wird auf richterlichen Beschluss genommen und tatsächlich, Spur 135 führt zum Mörder, ein damals 34 Jahre alter Sexualverbrecher. Er kommt ins Gefängnis mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Es ist jedes Mal wieder ein erhebendes Gefühl, dass sie mit dem, was sie gelernt haben, mit dem, was sie seit Jahren jetzt etabliert haben, was sie immer wieder verbessert haben, die Methode immer wieder weiterentwickelt haben, dass sie mit dem, was sie tun, halt auch schwere Straftaten aufklären und natürlich dann auch etwas auch für unser Rechtsempfinden tun, ja, weil diese Personen dann auch wirklich zu langjährigen Haftstrafen verurteilt werden. Mittlerweile hält das Team von Dr. Schneider sogar einen Weltrekord. Dank modernster DNA-Analyse gelingt es, den weltweit ältesten Cold Case aufzuklären, einen Raubmord vor 40 Jahren. Bei dem Mordfall Hans-Günther Trapp war es so, dass wir eigentlich gar nicht gerne an diesen Fall drangingen, weil er einfach schon sehr lange zurücklag. Am 5. März 1972 am Stadtrand von Frankfurt. Der 34-jährige Horst Günther Trapp zieht mit einem Unbekannten von Trinkhalle zu Trinkhalle. Anfangs ist die Stimmung gut, beide werden von Zeugen zusammen gesehen. Am späteren Abend geraten die Männer in Streit. Der Unbekannte schlägt Trapp mit einer Bierflasche nieder, tötet ihn, raubt ihn aus. Auf der Flucht macht er einen Fehler. Er lässt seine blutige Kleidung zurück. Wir haben dann wirklich also sehr eindeutige Spuren gefunden. Also die mussten vom Täter sein, haben dann diese Spuren in der Datenbank recherchiert und waren überrascht, dass wir eine Person finden, die schon weit über 70 war. Da ist die Person noch mal straffällig geworden, ist wegen einem Raubüberfall in die Datenbank gekommen. Die Ermittler erzielen tatsächlich einen Treffer. Auch wenn dieser Mörder nicht mehr verurteilt werden kann, weil er bereits verstorben ist, wird die Aufklärungsrate durch die DNA-Datenbank, die es erst seit 1998 gibt, immer besser. Die Wissenschaftler werden bald genetische Phantombilder erstellen können. Wir können Aussage zur Körpergröße machen, zur Augenfarbe, zur Hautfarbe, ja, zur Haarfarbe. Wir können etwas zum Alter einer Person sagen. Und diese Möglichkeiten werden uns sicherlich nutzen, um solche Altfälle wieder neu anzugehen. Denn auch wenn sie Jahrzehnte zurückliegen, kein Fall sollte ungelöst, kein Verbrechen ungesühnt bleiben. Wir müssen uns intensiv mit so einem Fall beschäftigen. Dann
sehen wir natürlich auch die Opfer in den abartigsten Situationen und in den grausamsten Situationen teilweise übel zugerichtet, sodass man so einen Fall natürlich auch ein bisschen mit nach Hause nimmt. Also man wird das nie ganz vergessen. Wir versuchen uns natürlich so eine Art Schutzpanzer natürlich anzulegen, weil sie dürfen die Fälle nicht zu dicht an sich ran, sonst könnten sie keine Nacht mehr schlafen. Und was ich dann ganz oft mache, ist, dass ich mir Bilder von Opfern an die Wand hänge, sodass ich die immer sehe, damit wir sie nie vergessen. Beatrice, Birgit, Bernd, Opfer aus kalten Fällen, Cold Cases. Vielleicht wird man ihre Mörder doch noch fassen.